Hallo Leute, willkommen zur neuen Folge. Willkommen beim Medizinmann. Die Frage, um die es heute geht, ist, wofür braucht man Nerven? Und um das zu verstehen, bemühen wir mal wieder unser fiktives Wesen. Das Wesen bekommt jetzt ein Auge und einen neuen Muskel dazu, entwickelt sich so ein bisschen weiter. Vom Auge will es ja die Information bekommen, was das Auge sieht. Und für den Muskel möchte es Informationen senden. Und ja, genau an dieser Stelle kommen Nerven ins Spiel. Also im Beispiel vom Auge verbindet eben der Nerv das Auge mit dem Gehirn. Und der Nerv, der das tut, ist der sogenannte Sehnerv oder der Nervus ophthalmicus. Und was ein Nerv ist, es ist grundsätzlich eine Sammlung an Nervenfasern, also nicht groß anders als ein USB-Kabel, ein LAN-Kabel oder eben ein Datenkabel. Also so wie Arterien und Venen Blut transportieren, Nerven transportieren Informationen. Und die Weise, wie das hier beim Sehnerv gelöst ist, das ist ein sogenannter Hirnnerv. Und ja, das muss man jetzt einfach wissen. Also bei diesen Hirnnerven gibt es jetzt 12 verschiedene. Und da kann man jetzt hier genau sehen, zum Beispiel wie die verlaufen. Das ist jetzt mehr so eine Medizinstudentenprüfungsaufgabe. Ja. Also hier ist jetzt das Gehirn von unten, das ist quasi so die Schädelbasis. Und hier sieht man jetzt, wie diese ganzen Hirnnerven in das Gehirn gelangen. Und die sind alle durchnummeriert. Also der Sehnerv hier ist jetzt der zweite Nerv. Und im Medizinstudium sieht man jetzt halt das Bild dann ohne die Beschreibung und muss dann sagen, okay, das ist der 10., das ist der Vagusnerv. Eigentlich ziemlich trivial. Also das Prinzip, worum es geht, die Funktion ist quasi ein Stromsignal zu übermitteln. So viel zum Sehnerv, relativ einfach. Beim Muskel, beim Bizeps ist die Aufgabe jetzt ein bisschen anders. Hier wollen wir eine Information senden. Also Bizeps, wir wollen den Bizeps trainieren und wir wollen Bizeps-Curls machen und wir müssen jetzt dem Bizeps irgendwie mitteilen, dass er sich halt bitte kontrahieren soll, andernfalls keine Hypertrophie eintritt. Und man könnte jetzt denken, das wäre genauso und dass da einfach so eine direkte Verbindung wäre. Das ist nicht ganz so einfach. Da sind ja jetzt mehrere Stufen involviert. Und das wäre auch ein bisschen schwierig, dann, man könnte sich das vorstellen mit diesem Kabelwirrwarr, wenn alles so direkt verbunden wäre. Lösung der Natur ist das Rückenmark. Es ist quasi wie so eine Art Hub. Also man hat jetzt noch viel mehr Andockstellen, wo jetzt Informationen von Nerven quasi eingehen kann. Das Gehirn und das Rückenmark bilden eine Einheit, das zentrale Nervensystem. Und das ist dann nicht so direkt ins Gehirn, sondern es läuft über das Rückenmark zurück, gemeinsam mit der Information von vielen, vielen anderen Nerven. Okay. Also jetzt beim Muskel hier für den Bizeps ist es der sogenannte Nervus musculocutaneus. Ich schaue gerade mal. Das ist jetzt eigentlich im Detail nicht entscheidend. Ich schreibe es trotzdem mal dran, falls es wen interessiert. Musculocutaneus. Neus. Also ein Nerv, Muskel und Cutaneus eben auch Haut. Also die umgebende Haut wird auch, und das ist das Verb dazu, innerviert, würde man sagen. Also ein Nerv innerviert und der würde dann auch so Informationen, der gleiche Nerv wieder zurücksenden. Also es hängt dann auch immer so vom Nerven ab. Manche senden nur, manche empfangen nur, manche senden und empfangen und in welchen Bereichen sie sind. Also wie das im Detail von der Natur implementiert ist,
ist ganz quasi willkürlich. Das muss man einfach dann nachschauen oder einfach auswendig lernen. Grundsätzlich wäre es das Rückenmarkssegment C5. Also die sind halt alle durchnummeriert. Es geht los mit den Zervikalsegmenten und so weiter. Das ist auch der Sinn jetzt des Bizepsreflexes. Also wenn wir jetzt beim Arzt sind und so einen Hammerschlag da abbekommen und sich der Muskel zusammenzieht, das überprüft dann quasi, dass das System funktioniert, und auch dieses Rückenmarksegment C5, C6 wird quasi auch mit untersucht. Das ist ja jetzt im Detail auch noch ein bisschen komplexer, also dass diese Nerven jetzt auch nicht direkt vom Rückenmark gehen, sondern auch noch so ein Geflecht bilden. Also das ist so ein genannter Plexus. Hier. Okay. Also da gibt es den Plexus brachialis, also so ein Geflecht für den Arm. Ja. Also man kann das jetzt beliebig detailliert betrachten für alle Nerven des Körpers. Ist nicht so sinnvoll, es sei denn, man hat jetzt mit einem bestimmten Nerv natürlich ein Problem, und das kommt natürlich vor. Also eine Konsequenz dieses Phänomens ist dann natürlich auch, dass wenn jetzt ein Nerv auf irgendeine Weise geschädigt ist es für das Gehirn nicht immer klar, wo denn jetzt genau das Problem liegt. Also Beispiel ist, wenn wir uns den Ellenbogen irgendwo anhauen, dann spüren wir das hier in den ganzen Armstrahlen, weil das Gehirn natürlich nicht weiß, wo das Problem ist. Also ich nenne das den Musikantenknochen, aber ich weiß, da gibt es regionale Varietäten. Die Österreicher sagen das narrische Bein. Ich weiß nicht, wie ihr dazu sagt. Der medizinische Begriff ist halt der Ulnarnerv, der dort entlang läuft. Und der wird dann halt so ein bisschen gequetscht, leichter mal. Ein anderes Beispiel ist auch beim Rückenschmerz natürlich. Beim Ischiasnerv, klar, man hat ein Rückenproblem und spürt das Ganze dann natürlich als Schmerz. Also sagen wir, hier ist ein Problem irgendwie mit der Wirbelsäule, da wird Druck ausgeübt und man spürt den Schmerz dann nicht, wo die Ursache ist, sondern man spürt es eben im Verlauf des Nervens. Also das ist einfach eine klinische Konsequenz. Das Nervensystem hat keine Chance, genau zu wissen, wo es jetzt ist, und meldet das dann einfach so zurück. Anderes Beispiel ist, man schläft nachts ein, wacht dann auf und die Hand ist taub. Wahrscheinlich liegt es daran, dass dann eben auch einer der Nerven einfach eingeklemmt wurde. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass das jetzt nicht mit Blut versorgt wurde, würde man vielleicht denken. Nein, das ist dann auch der Nerv, der dann ein bisschen beleidigt ist und dann auch erstmal nicht so richtig funktioniert. Okay, und die Summe von dem hier wird dann auch genannt dann das periphere Nervensystem. Okay. Hoffe, es wird klar, die Frage, wofür braucht man Nerven? Man braucht Nerven, um Informationen zu verleiten, also zu leiten und Informationen zu empfangen. Lasst mich wissen, falls ihr Fragen habt oder es irgendwelche Unklarheiten gibt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, bitte auch abonniert den Kanal und bitte bleibt mir treu, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Medizinmann.